Hallo, guten Tag. Wie geht's? Ich kann Sie nicht hören, aber es ist mir egal. Warum? Weil ich, ähnlich zu viele andere Amerikaner, bin zu die Karibik gehen dieses Sommer. Mein Freund Bernd ist jetzt dahin. Für viele Reisende in diesem Jahr einen Urlaub in der Karibik sieht insbesondere attraktiv aus. Jetzt sind Inseltrips sehr gefragt und karibische Hotels in der Umgebung sind aktualisiert immer. Also, warum reist mehr Leute in die Tropics? Vor allem, weil die Leute haben mehr Geld in den Ferien zu verbringen. Wir denken, die Grund dafür ist, dass die amerikanische Wirtschaft verbessert in den letzten Jahren haben. Auch sind die Tropics sehr warm und an normalerweise sonnig, und für einen Urlaubplatz ist Wetter wie das perfekt. Es gibt viel in die Tropics zu tun. Zum Beispiel, man kann am Strand liegen, schwimmen oder nur entspannen sie sich. 100.000 Millionen Amerikaner besuchte der Karibik im vergangenen Jahr. Dies ist eine beeindruckende Statistik. Es ist 12 mehr Amerikaner als im letzten Jahr. In der heutigen Welt ist die Karibik das beliebteste Urlaubsziel. Herzliche Glückwünsche, Karibik. Dankeschön, Bernd. In meiner Meinung, mehr Psychologiewissenschaftler sollen zu die Karibik gehen, weil sie nicht immer ehrlich in ihrer Erfahrung sind. Hier ist Veronika mit der Scoop. Das Feld auf Psychologie ist beunruhigend bei umstrittenen Forschung. Im 1998 einen Wissenschaftler namens Roy Baumeister zu prüfen beschlossen, nehmen Leute limitierten Überwindung haben. Die Gruppen einer Studie geführt. Sie finden, dass Leute limitierten Selbstkontrollen haben. Im Stromtag, die Studie sind nicht vorhanden scheinen. Anderen Wissenschaftlern die Sammeln-Studie geführt. Diese Studie hat kein Ansichten von die anderen Prüfungen begründen. Auf Beispiel weiter klein sind und der Beitrag auf Universität studieren sind, so die Ertragslage beantragen nicht zu die Bevölkerung. Es ist fast unmöglich zu abdrucken. Ertragslagen von Frühversuch. Ob Forscher hat negative Ertragslage. Es helfen anderen Leuten mit ein ähnlicher Studie können. Oder Psychologie sind ruiniert werden. Vielleicht, ob die Wissenschaftler mehr Sonnenschein haben, sie bessere Erfahrungen machen wollen. Mit die neue Autotechnologie, wir können lesser Abgase haben und mehr Sonnenschein sehen. Das ist gut für die Umwelt, aber mehr wichtiger für uns. Abgas schaden die Umwelt. Aber würdest du fährst ein umweltfreundliches Auto? Die neue Auto von Toyota ist eigenschaftlich bei Solarenergie. Kein Benzin. Die CEO auf Toyota sagt, die Auto vermeiden Abgasgesamt. Die Unternehmen ist verübt, zu einer umweltfreundlichen Welt machen. Die Auto kostet nur $20.000 und es zählt die Umwelt viele Jahre. Andere Kompanien erprobt ein umweltfreundliches Auto, aber sie können nicht ausreichen. Toyota möchte ein Auto zu 100% Solarenergie bei 2025. Kein Abgas will helfen die Umwelt, weil der Treibhauseffekt schwindet. Die Umwelt ist immer zerstört und alle können helfen. Solarenergie-Autos ist nur der Anfang. Umweltfreundlichkeit ist sehr wichtig für deutsche Kultur, mehr so als amerikanische Kultur. Es gibt Erdetag, es ist, wenn wir sollen unser Lichten ausmachen, aber jeden Tag ist Erdetag nach Deutschland, von Australien. Hier ist die böse Doppelganger von Bernd.
Amerikanische Kultur ist anders von deutscher Kultur. Spezifisch sind sie unterschiedlich im Zusammenhang mit Stolz. Amerikaner haben mehr Stolz für ihr Land als die Deutschen, denken die meisten Menschen. Jährlich feiern die Amerikaner viele nationale Feiertage. Sie feiern ungefähr 10 nationale Feiertage pro Jahr. Sie feiern Tag der Unabhängigkeit, Vatertag, Patriottag, Ergebenheittag und Denkmaltag. Amerikanische Kultur ist auch von deutscher Kultur ähnlich. Zum Beispiel Deutschland und Amerika lieben sie sich beides Autobahnen, aber die Längen sind anders. In den USA es gibt 100.064 Meilen von der Autobahn und ungefähr 8.000 in Deutschland. Die erste Autobahn in Deutschland war in die Jahre 1935 aufgebaut und in Amerika in die Jahre 1965. Ein anderes wichtiges Thema in Deutschland ist die Flüchtlinge. Aber es ist nicht nur ein Problem für sie. Die Immigranten nach Australien haben viele Schwierigkeiten auch. Hier ist Veronika mit mehr. Das verstohlen Kinder sich auf so einen Platz in Australien, das stellen Immigranten in Nachsitzen für unbefristete Zeit. Dieser Platz halten mehr als 800 Kindern. Über 167 Babys hatten in den letzten 24 Monaten geboren. Die Regierung auf dem USA begriffen die Effekte von diesen Nachsitzen physisch Krankheit bei Steuern. Dahin will Bericht von Angriff einen Kinderarzt sagt, dass nahezu alle das Kindern von Weihnachteninsel sind krank. Es war bei das Kindern sie selbst bestätigt. Das Ansehen ist sehr mächtig. Die Hoffnung ist, dass diese Argumente werden so das aufrichten Leute aus das Parlament und werden das Kindern und Familien so danach sind so möglich freigesucht halten. Danke, Veronika. Unser Artikel am Ende ist über was passiert in der Endspiel, wenn wir klein, vierbeinige Freunde an das Feld haben. Und sie brauchen eine Halbzeitschau. Hier ist unser Musikexpert Nadine. Der Hundchen-Meisterschaft findet eine neue Halbzeitschau. Die Hundchen-Blaskapelle ist die beste Unterhaltung für die beliebte Sport. Du glaubst, die Hundchen-Meisterschaft anbetungswürdig ist, aber die Hundbahn geben sie ein Lauf für sein Geld. Der Zooführer Chris Mrazek macht die Band, weil er Band und Hund liebt. Die Blaskapelle ist sehr klein, sieht die erste Jahr spielen. Die Hundchen bist Siggi am Mello, Max an Trompete und Georgia am Flöte. Die Musik ist nicht sehr gut, aber sie ist sehr niedlich mit die Chaco und Kluft. Es ist die Hundchen seiner Pause und es ist Max, die Trompetespieler, Siggi, die Mellospieler und Georgia, die Flötespieler mit seiner Chaco.
Dankeschön, Nadine. Ich bin Axel und, wie immer, es war die Gute Nachricht. Bis morgen. This is Fishy. She's so cute. Say hi, Fishy. Ah.